Und jetzt habe ich die Ehre, fürs Flugzeug kochen zu dürfen. Er ist der jüngste Sternekoch über den Wolken, Lukas Jacobi. Das ist schon ganz cool. Ich freue mich sehr. Seine Spezialität? Feinste vegane Küche. Hat doch keiner gemacht, ich verstehe nicht warum. Doch die Flieger haben nur kleine Öfen. Die können nur eine Hitze. 150 Grad, 180 Grad und that's it. Ist vegane Küche im Flugzeug zu kompliziert? Zu teuer? Also wir würzen ja wirklich auf den Gramm genau. Wegen Budget. Menüpremiere an Bord. Und nichts läuft nach Plan. Wir haben leichten, gefrierenden Nebel und deswegen werden wir das Flugzeug hier in der Parkposition noch enteisen. Stress für Lukas Jacobi. Er hat Flugangst. Es läuft alles gut. Du? Vegane Küche und gefrierender Nebel. Auf Deutschlands größtem Flughafen. So, Sie hatten einmal die Gans. Essen gehört zum Fliegen, wie Kerosin in den Tank. Kein Flug ohne Service. Caterer liefern täglich Essen für Passagiere. Vom Keks bis zum 5-Gänge-Menü mit Kaviar. Ob vegetarisch oder halal. Auch Sterneköche brutzeln und servieren über den Wolken. Hier sind jetzt Sperrribs von der Steiermark mit Krautflecken. Deutschlands größter Airline-Caterer sitzt in Frankfurt. Vielen Dank. Danke, ciao. Sie liefern täglich 150.000 Mahlzeiten, produziert an 2 Standorten. Eine der 2 Großküchen ist im Bezirk Gateway Gardens. Hier kocht das Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz täglich 50.000 Essen, Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts. Nur für 2 Fluggesellschaften. Auch Sterneköche beraten, was der Ofen hergibt. Wie Lisa Angermann aus Leipzig, Christoph Kunz aus München, Julia Komp aus Köln und Lukas Jacobi aus Wiesbaden. Die Paprika kriegen wir nicht kleiner hin, ne? Na, schwierig. Schwierig ist nicht unmöglich. Nein, kriegen wir nicht, ne? Definiere kleine. Max Herzog ist Chefkoch beim Caterer. 3 Kappen mehr Salz drin. Aber Schärfe passt dann auch. Die kommt schön hinten raus. Lukas kocht vegan. Ist gut. So gut, dass der Restaurantführer Michelin ihn mit 2 Sternen dekoriert hat. Grund genug also, jetzt auch für eine Airline zu kochen. Ein neues Menü mit allem, was der Garten so hergibt. Hat noch keiner gemacht, ich verstehe nicht warum. Weil vegan hat immer den Ansatz von Verzicht. Und das ist ja kompletter Blödsinn. Also es ist einfach leckeres Essen ohne tierische Produkte und nicht, du lässt was weg. In Düsseldorf besitzt er ein Restaurant. 25 Gramm. Ja, finde ich super. Kurz nach der Eröffnung sitzen die Essenstester von Michelin am Tisch. Wir haben einen roten und einen grünen Stern. Rot ist der klassische, den man kennt. Und der grüne ist für Nachhaltigkeit. Und nach 5 Monaten haben wir direkt einen roten und einen grünen Stern nach Eröffnung bekommen. Das ist nicht selbstverständlich. Und dazu bedenken, dass ich auch ein No-Name bin. Ich bin jetzt 30 Jahre jung. Habe mit 29 meinen Laden eröffnet. Ist das schon ganz cool. Ich freue mich sehr. Lukas Jacobi, geboren in Wiesbaden, hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Wir haben 10 Süßkartoffeln, dann 40 Stampf und 20 Karotte. So geröstet bitte alle. Und da hast du ja schon vorgemischt, ne? Ich habe mit 7 Jahren schon gesagt, ich werde Koch tatsächlich. Und ich habe dann immer im Urlaub für meine Family zu Hause gekocht, weil Mama mir 20 € gegeben, dann durfte ich für die Family kochen im Winter und so. Habe ich dann eine Nudeln mit Tomatensauce gemacht, da hatte ich nämlich am nächsten Tag ja 35 €. Dann gab es auch noch was Billiges und dann hatte ich irgendwann mal 100 €, dann können wir was Cooles machen. Ich habe schon immer irgendwie Praktikas nebenbei gemacht, ich habe mein Abitur gemacht. Ich hatte 3 Ausbildungsbetriebe, weil ich auch ein schwieriger Mensch sein kann. Dann bin ich für 3 Wochen Küchenchef gewesen mit 25, dann kam Corona, ich war 2 Jahre arbeitslos. Ja, und jetzt sind wir hier. Und jetzt habe ich die Ehre, fürs Flugzeug kochen zu dürfen. Nicht so einfach, denn das Problem, die Luft in der Kabine. Druck und Trockenheit schwächen die Geschmacksnerven. Da braucht der Gaumen mehr Gewürze statt Gemüse, wie in dieser Ravioli. Geschmorter Kürbis, bisschen Kartoffel, bisschen Schmorzwiebel, ein bisschen Muskatnuss. Dann haben wir eine Salbei-Nage auf Basis von Frittierten Salbeiöl und Sushi-Essig. Und sowas geht wohl gut umsetzbar sein an Bord, ne? Ja, definitiv. Einziges Problem, die Öfen im Flieger, sagt der Chefkoch. Die können nur eine Hitze.
Wir haben 2 Parameter, 150 Grad, 180 Grad und that's it. Und dementsprechend werden die Gerichte immer anders, als wenn wir zwei jetzt sagen würden, wir erhitzen das auf den Punkt, so wie wir es für das Produkt am besten sehen. Miso-Aubergine, glasiert, eine vegane Vorspeise. Max Herzog und sein Team müssen Lukas Rezepte heute nachkochen. Ob ihnen das gelingt? Seit 18 Jahren steht er am Herd, in den feinsten Restaurants. Ich war 10 Jahre lang in Aschaffenburg, habe lange in Frankfurt gearbeitet, in Zahl 3 Jahre, bin danach in die Schweiz, war 10 Jahre in der Schweiz. Nur Luxushotellerie, Michelin-Restaurants. Boah, schön Geld verdienen in der Schweiz. Viel Geld verdienen, Meisterbrief finanziert und dann wurde meine Frau schwanger und dann haben wir gesagt, wir gehen zurück in die Heimat. Jetzt ist er verantwortlich für Geschmack und Produktionskosten beim größten Airline-Caterer Deutschlands. Mal so ein orientalischer Spinat. Probieren wir. Ja, auf jeden Fall noch Salz. Ja. Und da muss mehr Einlage rein. Und ein Gramm nochmal Ras el Hanout rein. Ja, okay. Machst du. Also wir würzen da wirklich auf den Gramm genau. Wegen Budget. 1 Gramm mehr. Bei 1000 Portionen sind das 1 Kilo. Zu teuer. Die Birne schmeckt komisch. Ist aus der Dose. Frische Birnen passen nicht ins Budget. Matcha Tiramisu. Der Matcha geht nicht wegen Geld, ne? Geht nicht? Geht nicht. Das schmeckt schon fast gar nicht nach Matcha. Seien wir mal ehrlich, bitte. Das schmeckt 8% nach Matcha. Wenig. Aber erkenntlich. Matcha auf Birne ist auch Lukas Idee. Aber so nicht. Dann erhöhen wir den Matcha-Anteil und müssen halt den Creme-Anteil reduzieren. Reine Kostenfrage. Geht ja auch. Geschmack ist A und O. Und primär treffe ich ja jetzt eine Entscheidung, die für ein Jahr gilt. Und da soll man vielleicht einmal mehr probieren als einmal weniger, weil egal was wir machen, das muss gut sein. Der Kompromiss ist jetzt hier einmal, dass wir Dosenbirne benutzen müssen, um nicht anders umzusetzen. So, und die hat halt so eine Blechnote. Deswegen brauchen wir mehr Matcha, damit die Birne wieder lecker ist. Aber am Ende ist Geschmack mein Leben. Und das Einzige, was mir in meinem Job Spaß macht, ist auch Geschmack. Die Airline hat 1000 vegane Mahlzeiten bestellt pro Tag. Da sind kleine Indikatoren oder kleine Fehltritte natürlich exponentiell größer als in einem Restaurant. Wenn man mal da falsch kalkuliert, ist es was anderes, wie wenn man über 3 Monate falsch kalkuliert. Ne? Und Wegen der Masse, ne? Wegen der Masse. Das geht dann schon richtig ins Geld. Morgen kommen die Testesser der Airline. Sie entscheiden, welches Gericht im Flieger serviert wird. Lukas hat keine Zeit. Er muss in seinem Restaurant kochen. Ich vertraue dem Max. Und am Ende ist der Max hier der Profi, was Airline-Essen angeht, nicht ich. Und da wir jetzt eben den Geschmack machen, habe ich eben morgen keine Funktion, außer gut auszusehen. Zum Abschluss noch ein Nachtisch und wieder eine Challenge zwischen Gourmet und Budget. So, du hast 25 Apfel. Ja. Das ist schon eine Erhöhung, weil wir hatten ursprünglich 20. Dann nimmst du bitte auch noch 20. Ich habe das Schälchen ganz voll gemacht. Gut, Mit 45 Mousse. da hast du eine Erhöhung. Wir haben nur 40 gehabt. Und dann bleibt es auch bei 40. Ein paar Türen weiter am Haupteingang. Herzlich willkommen bei uns im Betrieb Frankfurt ZD bei der Gate Gourmet. Ich freue mich total auf den Tag mit euch. Ich bin die Irina, ich bin Account Managerin hier, operativ und betreue eure Airline, euren Arbeitgeber. Ich zeige euch den Betrieb, wie wir hier arbeiten. Wir müssen Haarnetze tragen, da wir ein Hygienebetrieb sind. Und die Kollegen unter euch, die einen Bart haben, denen gebe ich auch gleich noch einen Bartschutz, sobald wir drin sind. Der muss im Lebensmittelbereich ebenfalls getragen werden. Ich sage euch dann, sobald es soweit ist, und dann freue ich mich auf den Rundgang mit euch. Ein Rundgang mit Flugbegleitern von Discover Airlines. Die Farben der Hauben haben tatsächlich eine Bedeutung. Ihr seid mit Rot die Besucher, die Betriebsfremden, dass man gleich weiß, wenn ihr verloren geht, wir finden euch wieder. Dann laufen wir mal los. Irina von Auer führt regelmäßig Crews durch den Catererbetrieb. Jetzt sind wir bei uns im Inbound-Bereich, wie ihr sehen könnt, sehr groß.
Wir arbeiten hier mit 27 Inbound-Toren, an denen komplette Beladungen abgeladen werden. Die Gesamtfläche von dem Betrieb sind 74.000 Quadratmeter. Oder so groß wie 10 Fußballfelder. Wir haben so im Schnitt 390 Flüge am Tag insgesamt, die wir abfertigen. Hier im Inbound wird ein bisschen aufgeteilt nach Kurz- und Langstrecke. Und es wird auch bereits von den Kolleginnen und Kollegen separiert, was ist Einweg, was muss weggeschmissen werden, was ist Mehrweg. Beispielsweise First Class bei der Lufthansa ist ein anderes Geschirr als in der Business. Sowas muss alles separiert werden. Wir sortieren den Müll aus, wir sortieren die Wäsche aus. Und wir arbeiten hier auch in der Sortierung schon ganz viel auf. An diesem Standort werden Essen nur für Lufthansa und Discover Airlines zubereitet. In einem zweiten Werk im Osten des Flughafens kochen hunderte Mitarbeiter für 20 internationale Fluggesellschaften. Darunter auch Condor mit 5000 Mahlzeiten pro Tag. Zurück zu den Flugbegleitern. Hier steht die größte Equipment-Reinigungsanlage Europas mit 15 Spülstraßen, schwärmt Managerin Irina. Es gibt Tablettspülmaschinen, eine Spülmaschine, wo wir die Boxen, die SUs spülen, die Trolley-Spülmaschine. Was wir hier noch haben, wir stehen nämlich gerade davor. Wir haben hier im Haus eine Elektrohängebahn. Wir schicken die Trolleys mit diesem Gehänge durch die Spülmaschine, dass wir die gar nicht mehr anfassen müssen. Das ist automatisiert. Wir spülen natürlich die Öfeneinsätze müssen wir vorher alle entleeren. Denn eigentlich alles, was von Bord kommt und Lebensmittel betrifft, ist der sogenannte Cut-1-Müll. Das ist Müll, der entseucht werden muss, so nennt man das. Das wird alles verbrannt. Okay, kommt mal ein bisschen zu mir, kommt mal Gruppenkuscheln. Der Rundgang öffnet die Augen. Jedenfalls bei Flugbegleiter Michel. Ja, es ist super interessant, das mal auf diese Art zu sehen. Das, was alles da hinter die Kulissen passiert, bevor so ein Trolley an Bord kommt, das ist richtig so ein Eye-Opener. Was bringt das für die Arbeit jetzt demnächst an Bord? Noch mehr Verständnis, dass wenn wir zum Beispiel einen gebrauchten Trolley einpacken, dass jemand muss das händisch alles auspacken. Und das ist nicht an der Maschine. Ne? Und noch mehr Gefühl dafür, dass da eine Person hintersteht. Jetzt sind wir bei uns im Pick-and-Pack-Bereich, Dry Goods. Da findet ihr alles ungekühlt. Ketchup, Senf, Kaffeesahne. Marmelade, Cashewnüsse, Tee, Kaffee und Schlafanzüge für die Business- und First Class. Richtig. Sehr schön. Irina von Auer ist verantwortlich für Kundenkontakte. Stapler noch, ja. Dankeschön. Luftverkehrskauffrau hat sie gelernt und ganz nebenbei noch BWL studiert. Ich bin seit über 20 Jahren jetzt schon hier. Habe damals mit der Ausbildung zur Systemgastronomin begonnen. Und ich hatte Gott sei Dank immer die Möglichkeit, mich weiterzubilden, mich weiterzuentwickeln. Und ich bin auch jemand, ich brauche immer so ein bisschen Action. Also nur den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen kann ich auch gar nicht, möchte ich auch gar nicht. Und ja, das macht einfach richtig Spaß mit den Menschen hier. Wir gehen hier links. Wir haben ungefähr 2000 Mitarbeiter im Betrieb. Die arbeiten im Dreischichtbetrieb. Gliedert sich in Früh, Spät, Nacht. Also hier ist immer das Licht an, hier wird immer gearbeitet, egal welcher Tag. Ihr könnt schon mal anfangen, eure Schuhüberzieher anzuziehen, die brauchen wir nämlich gleich. Bartschutz inklusive, bloß kein Haar in der Suppe. Nächster Stopp, die Großküchen mit Desinfektionsschleuse. Ihr merkt, hier drin ist es ein bisschen kühler. Die Lebensmittel dürfen natürlich nicht zu warm werden, daher ist der Arbeitsbereich hier gekühlt. Hier werden Desserts angerichtet, Obstplatten, Salate werden portioniert. Dann gehen wir hier einfach mal vorbei, sagen nett Hallo. Hi. Naschen ist verboten für die Portionierer. Die Köche, die irgendwas frisch kochen, die probieren natürlich, klar. Aber generell ist ansonsten Essverbot und auch Trinkverbot. Es gibt bestimmte Stationen, wo Wasserspender stehen, wo die Mitarbeiter während der Schicht trinken können. Ansonsten wird bei uns wirklich nur in der eigenen Mitarbeiterkantine gegessen. Hier wird gearbeitet mit Spritzbeuteln. Hier wird gearbeitet mit Löffelchen, mit der Hand natürlich.
Und alles entsprechend der Hygiene vorgeschrieben mit Handschuhen, mit Ärmelschonern. Weil ganz schnell hängst du mit dem Ärmel in irgendeiner Schüssel drin und versaust dir dein komplettes Band an Schüsselchen. Ne? Auch das Anrichten ist genau geregelt. Und nach dieser Anweisung wird der Teller eben produziert, damit das alles gleich auch aussieht. Damit ihr auch wirklich das Produkt bekommt, das ihr spezifiziert habt. Hier sind wir jetzt in unserer warmen Küche. Hier wird wirklich gekocht, gebraten, gegart. Hier werden eure Business-Class-Essen produziert. In den Töpfen und Pfannen landen täglich 300 Eier, 100 Kilo Fleisch und 400 Kilo Obst und Gemüse. 59 Köche arbeiten in beiden Großküchen am Flughafen. Okay, dann gehen wir noch in die Bäckerei. Noch eine Zahl, 60.000 Brötchen, natürlich täglich. Dazu noch hunderte Brote, Kuchen und Kekse. Ob Frühstück, Mittag oder Abendessen, am Ende landet alles auf einem Tablett in einem Trolley. Tausende packen sie jeden Tag. Das Essen ist übrigens nur begrenzt haltbar, schlecht bei Flugverspätungen. Wir rechnen die Produktionszeit, die Verarbeitungszeit und natürlich auch die Flugzeit mit ein. Jetzt hat der Flieger irgendwie noch mal 3-4 Stunden auf dem Vorfeld gestanden und dann haben wir natürlich keine Chance mehr. Dann sind wir durch Hygienevorschriften sehr streng reglementiert und wenn wir eben die Kühlkette irgendwann nicht mehr einhalten können, wenn wir irgendwann keinen Nachvollzug mehr haben, was damit passiert, es hat zu lange gestanden, dann müssen wir es entsorgen. Im schlimmsten Fall landen dann mehrere hundert Menüs im Verbrennungsmüll. Hier verlassen die Essen die Halle Richtung Flieger. Hier endet auch der Rundgang. Und von hier aus wird an den Toren die Beladung auf die LKWs verladen. Das ist quasi dieser ganze Prozess einmal im Schnelldurchlauf der Bereitstellung, der Beladung, der Produktion, der Bereitstellung Equipment, Mahlzeiten, Komponenten, Lebensmittel, Getränke, alles Mögliche. So findet das hier eben quasi seinen letzten Schritt und landet bei euch in der Galley. Genau. Sehr gerne. Der nächste Morgen. Ein wichtiger Tag für Chefkoch Max Herzog. Testessen mit der Airline. Wie kommen Sie an, die veganen Gerichte von Lukas Jacobi? Wie läuft's? Gut, wirklich gut. Ich bin froh, dass wir jetzt die Resonanz auch von der Discover kriegen. Wie gut haben wir es umgesetzt? Also, ich schaue optimistisch in den Tag. Heute auf der Speisekarte 34 Gänge. Fleisch, Fisch Gut. und vegan. Michelle Trautmann ist 33 Jahre als Flugbegleiterin geflogen. Jetzt ist sie Managerin für Onboard-Produkte bei der Airline. Seit gestern hat sie nichts mehr gegessen. Das sieht immer so toll aus und jeder sagt, boah, Menüpräsentation, du darfst die ganze Zeit essen. Ja, das macht sehr viel Spaß, aber es ist wirklich Arbeit, weil man muss sich auch vorstellen, schmeckt das anderen Leuten. Und es ist einfach viel zu essen. Auch von der Airline Patrick Dohr. Sein Job, auf die Kosten achten. Das macht einfach super viel Spaß, ne? Und ist auch einfach ein tolles Gefühl, wenn man dann unterwegs ist und die Essen an Bord selber auch probieren kann, die man ausgewählt hat. Gut, dann gehen wir jetzt in die vegetarischen Vorspeisen rein. Bei den vegetarischen Vorspeisen haben wir 2 verschiedene Varianten aufgebaut. Einmal so den herbstlichen gerösteten Kürbis. Hier ist ein Hokkaido-Kürbis, der mariniert wird, der im Ofen einfach lange geröstet wird. Dann haben wir Traube als süße Komponente und Kürbispüree einfach nochmal für die Cremigkeit, um die Fettnote reinzukriegen. Und ein Broccolini als Strukturgeber. Ich persönlich mag Kürbis sehr gerne, meine Frau nicht. Ah, nee? Nee. Und, Michelle? Lecker, aber sehr, sehr kürbissig. Ich bin gestartet mit der Weintraube und dem Kürbis in Kombi und das fand ich jetzt sehr gut. Aber auch hier Kürbis reduzieren, Weintraubenanteil erhöhen.
Bei den Weintrauben haben wir da das Thema mit Schimmel? Die sind gegart. Ah ja. Die sind gegart. Die sind kurz angeschwitzt, die sind dann mit einem Fond abgelöscht und werden kurz erhitzt. Von daher haben wir die Thematik da nicht. Der Kürbis konkurriert mit diesem Rechteck. Die Rotbeete mit dem Apfel-Sellerie-Salat, Apfelcreme, dem Zwiebelkonfit vorne dran. Sowohl eingekocht, um die Süße ein bisschen zu verstärken, als auch in Essig eingelegt. Ich finde, geschmacklich ist das eine totale Überraschung. Also man rechnet gar nicht damit, dass das so intensiv und so rund schmeckt. Und Apfelsellerie gibt Struktur, da hast du was zu kauen. Aber ist uns nicht ein bisschen viel los auf dem Teller? Zwiebelfrisee raus und Meerrettich würde ich halbieren. Auch Managerin Irina von Auer unterstützt. Dem Kunden ist zu viel los auf dem Teller. Heißt im Klartext, weniger ist mehr. Bei dem Teller ändern wir jetzt nochmal ab, dass wir die gepickelte Zwiebel rausnehmen, den Meerrettich ein bisschen reduzieren und den Frisee rausnehmen und das nochmal ein bisschen anders anrichten, dass der nicht so voluminös ist, der Teller. Und dann schauen wir uns das nochmal an, zeigen es dem Kunden nochmal, denn die Präferenz liegt aktuell auf dem Teller mit der roten Beete und weniger auf dem Kürbis. Kürbis oder Beete? Das ist hier die Frage. Wir haben uns jetzt für den Kürbis entschieden. Schmeckt intensiver, sagen die Testesser. Gang Nummer 2 von 34. Die Chimichurri ist die grüne Komponente auf dem Teller. Dann haben wir die gerösteten Karotten und Pinienkerne und Cashewnüsse. Irre. Fürs Protokoll, schmeckt. Die Kürbisravioli mit dem gepickelten Kürbis obendrauf. Wir haben die Salbei-Nage, das ist halt Power. Ja. Und vegan, ne? Also keine Wahnsinn. Butter, nichts. Also wirklich toll. Boah, kannst du mir das Rezept von der Salbei-Sauce geben? Das ist ja irre. Ja, macht auf jeden Fall Wind. Krass, oder? Aber sind da jetzt ein bisschen viel Kürbiskerne drauf? Ja, definitiv. Lecker mit weniger, schon notiert. Nächster Gang. Orientalischer Spinat mit Couscous. Auch da sehe ich Potenzial zu reduzieren, obliegt aber natürlich euch, je nach Zusammenstellung. Ich sage aber, der Couscous-Salatanteil ist aus meiner Betrachtung her schon recht hoch. Ist gut, aber es ist schon viel für die Bowl. 4-mal im Jahr ändert die Airline ihre Speisekarte, aber nicht ohne Testessen. Was wollen wir reduzieren? Also Couscous und Nuss. Den Joghurt würde ich nicht reduzieren, weil der gibt dieses Juicy und diese der ist so Verbindung. schön frisch auch. Genau. Also von daher, wenn wir die 2 Parameter machen, glaube ich, sind wir schon nah dran. Und jetzt die Matcha-Creme mit Birnen aus der Dose. Bei Matcha, hat der Lukas gesagt, ist der Matcha-Anteil ihm persönlich zu klein. Wir haben es natürlich, also ich als Entwickler, ein bisschen nach mir aufgebaut, auch ein bisschen reduziert. Das hat er natürlich gemerkt. Ist ein Kostenthema auch. Matcha-Pulver ist ein sehr teures Produkt. Wir haben uns jetzt da gefunden. Er findet es gut. Lecker. Ich finde gut, dass du es ein bisschen reduziert hast. Für mich gut. Echt gut. Die Bilanz nach 3 Stunden: 4 Gerichte für die Business Class wurden abgelehnt, 30 angenommen. Geschafft, nur der Magen hat noch zu tun. Zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Und ich bin gespannt, wie es dann oben schmeckt. Chefkoch Max Herzog wird an Bord sein bei der Premiere. Und er wird servieren. Okay, Espresso? Eine Woche später. Erstflug mit den veganen Menüs. Werden die Fluggäste das Essen annehmen oder ablehnen? Crewbriefing in der Airline-Zentrale mit Köchen, Piloten und Flugbegleitern. Herzlich willkommen auf unserem gemeinsamen Flug nach Orlando. Für alle diejenigen, die mich nicht kennen, Christian Splitter. Ich habe 2 hervorragende Kollegen mitgebracht. Zum einen Thomas Weber, unser CRP heute auf dem Flug, und Jonas Tati als FO. Und ich habe heute das große Vergnügen, uns nach Orlando fliegen zu dürfen. Wir stehen mit dem Flugzeug auf der Victor 127 hier. Das heißt, wir gehen bitte ganz normal über den B-Bereich zur Security, gehen dann zur Passkontrolle, fahren dann mit dem Bus zur Victor 127. Zuständig für den Service an Bord 7 Flugbegleiter und ein Purser, der jüngste der Airline mit 22 Jahren. Wir sind voll. Als Besonderheit, wir haben natürlich heute Fernsehteam an Bord, unseren Sternekoch
ebenfalls an Bord. Das wisst ihr alles. Wir werden Frankfurt Richtung Westen verlassen, fliegen dann Richtung Nordwesten, Richtung Amsterdam, über die Nordsee hinweg, Richtung Schottland, Edinburgh, Glasgow vorbei und dann fliegen wir auf den offenen Atlantik hinaus, Richtung Südgrönland. Dann geht es weiter Richtung Kanada, in Richtung der großen Seen, Richtung Detroit, an Washington vorbei, mit einem südlichen Kurs direkt Richtung Orlando. Goal of the Day, gerne pünktlich in Orlando ankommen und ich möchte bitte, dass wir alle den Flieger mit einem Lachen auf dem Gesicht naht verlassen. Und wenn ich irgendeinen Witz machen muss, Hauptsache, ihr lacht, ja? Okay? Sehr gut. Habt ihr Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Nein? Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und euch allen einen schönen Flug. Start ist in 2 Stunden. Ob Sie pünktlich abheben? Nebel und Frost behindern aktuell den Flugverkehr. Dann sehen wir uns gleich. Ja, bis gleich. Bis gleich an Bord. Zurück zum Caterer im Gateway Gardens. Das Essen für den Flug nach Orlando steht parat. Für den Transport verantwortlich Nino Patti. Ist komplett bereitgestellt. Alles da? Fisch, Fleisch und vegan. Ich habe jetzt den Auftrag hier auf dem Handy und kontrolliere quasi, ob die Flugnummer übereinstimmt und welche Galley das dann ist zum Schluss. Die Galley vorne und hier ist die Galley Mitte und das ist genau unser Auftrag. Der Airbus nach Orlando hat 3 Küchen, sogenannte Galleys. 2 beliefert Nino. Also zuerst kommt jetzt rein die mittlere Galley und danach kommt die vordere Galley rein, weil damit fängt man an. Immer mit Schmackes, weil der LKW auch ziemlich hoch steht. Dann geht es ein bisschen bergauf. Der Flug ist ausgebucht. 283 Passagiere, 11 Crewmitglieder, jede Menge Besteck, Gläser und Teller, Tassen und das Essen. 600 Mahlzeiten. Das sind die Essenstrolleys. Meistens sind die lang. Nichts darf heute fehlen bei der Premiere. Managerin Irina hat alles im Blick. Servus. Hi, Gute. Und? Aufgeregt? Alles super. Die Maschine kommt um 11 Uhr aus Orlando tatsächlich auch rein. Und dann haben wir 2 Stunden Bodenzeit, was okay ist. Und ja, dann sind wir sehr gespannt auf die Action an Bord, gemeinsam mit dem Starchef und mit den Kollegen von der Discover. Sie müssen heute mit 2 Kühllastern zum Flieger fahren. Zu viel Essen dabei. 190 Transporter fahren täglich vom Caterer zu den Flugzeugen. Und los geht's. Nino wohnt mit seiner Familie in Frankfurt. Der 38-Jährige ist seit 3 Jahren Hubwagenfahrer. Ich liebe es, LKW zu fahren. Habe vorher im Rettungsdienst gearbeitet. Und das war aber auf Dauer nichts. Und ja, die Fahrerei, der Flughafen an sich, hat mich immer fasziniert. So, jetzt kommen wir zum Tor 1. Dort ist dann der Security-Check. Wird der LKW kontrolliert, der Fahrer, Beifahrer. Und danach geht's aufs Vorfeld. Zur Maschine. Aus Orlando nach Orlando. Soeben gelandet mit 30 Minuten Verspätung. Die Passagiere sind schon ausgestiegen. Gut für Nino. So verliert er keine Zeit und kann pünktlich liefern. Jetzt wird die Fahne gestellt. Die ist dazu da, den Abstand zum Flugzeug zu gewährleisten. Ja. Damit man nicht zu nah ranfährt und das Flugzeug beschädigt. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Hallo. Zuerst versorgt Nino die vordere Galley. Dann tausche ich immer 1:1. Das heißt, das alte Zeug raus, neues Zeug rein. 20 Trolleys. Raus
und 20 wieder rein. Also ich habe für beide Galleys 40 Minuten. Wegen ihm hatte noch kein Flieger Verspätung, sagt Nino. Doch heute läuft es nicht rund. Die mittlere Galley ist blockiert. Kein Platz für seinen Hublaster. Der Wäscheservice braucht länger. Da hilft nur Plan B. Dankeschön. Vielen Dank. Vorbei an der Putzkolonne, mittendurch die Business Class. Sauber rein, benutztes raus. Geht doch. Nach 20 Minuten ist auch dieser Job erledigt. Geschafft. Im Cockpit Pilotenbriefing mit dem Kapitän. Was mir ganz wichtig ist, wir sind heute zu dritt im Cockpit. Lasst uns auch bitte die Ressource des dritten Manns gerne einfach mit benutzen. Wenn ihr was habt, wenn euch irgendwas auffällt, einfach bitte direkt ansprechen. Fast jeder Flieger ist verspätet. Grund Nebel und Frost, sagt Christian Splitter. Zusätzlich war leider heute Morgen noch das Bodenradar defekt hier am Airport, weshalb dann nicht diese Anzahl an Flugzeugen abgefertigt werden kann, die ursprünglich oder normal abgefertigt werden wird. Und das kam alles zusammen und aufgrund dessen wurden die Flugzeuge halt etwas gestapelt und dadurch ist die Verzögerung entstanden. Und sie haben noch ein Problem. So. Sagt Pilot Thomas Weber. Man sieht auch, dass wir noch Eis auf der Tragfläche haben. Das heißt, der Flieger muss dann auch enteist werden vor dem Abflug. Das passiert hier natürlich auf der Position. Im Klartext noch mehr Zeit am Boden. Doch Sicherheit geht vor. Bei dem Wetter ist halt jetzt wichtig, dass wir schauen, dass auf den Fan keine Vereisung ist, wie der Flieger schon reingerollt ist. Das kann ja auch immer sein bei dem gefrierenden Nebel, dass sich da hinten was bildet und dann müssten wir das auch noch enteisen. Eis kann die Stabilität des Fliegers gefährden. Außerdem können Eiszapfen wegfliegen und die Maschine beschädigen. Hier sind unsere Eisdetektoren. Dann misst das Flugzeug, ob wir Eisansatz haben. Thomas Weber sitzt mit 17 zum ersten Mal im Cockpit eines Segelfliegers. Seit 2010 ist er Berufspilot. Intersky am Bodensee ist seine erste Airline. Danach war ich dann bei Emirates. Bei Emirates bin ich die Boeing 777 geflogen. Da war ich dann 6 Jahre in der Wüste. Und dann seit 2022 bin ich jetzt hier bei Discover. Dann any mitigations? Christian Splitter hat die Leidenschaft fürs Fliegen von seinem Vater. Also ich bin in der DDR groß geworden, aufgewachsen. Mein Vater hat selbst Segelfliegen in der DDR betrieben und hat uns immer mit zum Flugplatz genommen. Ich habe mit Segelfliegen dann mit 13 Jahren angefangen und seitdem bekommst du mich aus keinem Cockpit mehr aus. Ankunft der Passagiere für die Business Class. Sie dürfen heute wählen zwischen Fisch, Fleisch und tierfreier Küche. Wie werden Sie reagieren? Willkommen an Bord, hallo. Hallo, herzlich willkommen. Hallo, willkommen an Bord. Wo ist eigentlich das vegane Essen? Hier haben wir das. Der orientalische Spinat mit weniger Couscous und Nuss. Und dann kommt da noch die Aubergine dazu. Fehlen nur noch die Köche. Lukas Jacobi freut sich, trotz Flugangst. Wie geht's? Ganz gut. Ich mag nicht so gerne fliegen. Ich bin aufgeregt, aber das Essen wird lecker. Oder? Ja, wird super. Also ich bin gespannt. Die Resonanz von Gästen. Und was machst du gegen Flugangst? Champagner. Ja, ehrliche Antwort. Laut Deutscher Angsthilfe leiden rund 16% aller Deutschen unter Aphiophobie, Flugangst. Ocean 68, we need approximately 5 minutes, then we are ready. Standing by for order. Thank you. Zwar hat der Kollege vom De-Icing gefragt, wann wir bereit sind. Und wir haben jetzt noch circa 5 Minuten, die wir brauchen, um hier alle Vorbereitungen abzuschließen. Und sobald wir das gemacht haben, sage ich dann dem Kollegen nochmal über Funk Bescheid, dass wir dann das Flugzeug de-icen können. Enteisen ist erst möglich, wenn alle Türen zu sind. Dankeschön. Alles klar.
Lukas Familie lebt in Wiesbaden. Er ist übrigens der Einzige mit Flugangst. Neben Champagner liebt er auch die hessische Küche. Die ganze Family kommt tatsächlich aus Hessen, Wiesbaden, Mainz. Und deswegen gehen wir immer so ein bisschen in Gedanken, was sind unsere kulinarischen Wurzeln? Frankfurter Grünsoße, Zwiebelkurre, Spundekäse. Wir machen im Restaurant mal Spundekäse statt Butter tatsächlich. Also so ein bisschen, Wurzeln sind wichtig und die Wurzeln sollte man sich merken. Zu Hause gab es immer Süßgespritzen zum Mittagessen von meinen Eltern. Sehr verehrte Gäste, liebe Kinder, einen wunderschönen guten Tag aus dem Cockpit. Mein Name ist Christian Splitter, ich bin der Kapitän und ich darf Sie im Namen meiner gesamten Besatzung an Bord unseres Airbus A330 auf diesem Flug willkommen heißen. Unsere geplante Flugzeit nach Orlando beträgt heute 10 Stunden und 10 Minuten. Wir erwarten einen ruhigen Flug. Wir werden aufgrund der Wetterlage das Flugzeug in Kürze hier an der Parkposition enteisen. Sobald dies dann geschehen ist, bewegen wir uns in Richtung Stadtbahn 25 Center und werden dann hier Frankfurt in westliche Richtung verlassen. Vielen Dank. Die Enteiser arbeiten mit Glykol und heißem Wasser. Anschließend sprühen sie Frostschutzmittel, gefärbt. So sehen sie, ob sie eine Fläche vergessen haben. Ja, sitzen wir hier, ne? Ja, machen wir nichts. Zeit, den Kollegen zuzuschauen. Lata mit einer 767. Das ist Cargo, ne? Ja, Lata im Cargo. Na komm. Ist gut für die Nerven. Einer ist keiner. Sogar 2. Da kannst du mal sehen, wie fragil dieses ganze System ist. Ne? Da ist ein bisschen Freezing Fog, dann auch das Bodenradar und dann bricht das ganze System. Das war ja heute Morgen, jetzt ist ja schon mittags. 20 Minuten später, der Flieger ist enteist. Erst jetzt darf der Pushback ran. So, die Fahrtbremse ist gelöst und Sie können dann mit dem Pushback beginnen. Nase nach Osten und Triebwerke 1 und 2 in Sequenz. Mit 90 Minuten Verspätung ist der Airbus A330 nach Orlando startklar. Confirm for Anatolia 52 Foxtrot. Affirm Anatolia 52 Foxtrot. Hold your position and contact Jawohl. Clear Left Side. Clear Right Side. Ja, geradeaus nehmen wir an und dann Hotel fliegen. Genau, richtig. Runway 25 Center. Runway 25 Center, cleared for takeoff, Ocean 68. Ihr seid beide ready? Ready. Okay, Ice Shedding Procedure, 10 seconds. Und was macht die Flugangst? Es läuft alles gut. Du? Geht gut? Ja. Okay, ready? Take off. 100 knots checked. V1. Rotate. Gear up. Gear up. Also aus dem Nebel dann so rauskommen, ist einfach eine Genugtuung, oder? Nein, kannst du nicht. Was darfst du dich sein? Purser Eduard notiert die Menüwünsche. Das ist vegetarisch. Die Nachfrage ist gut. Die ersten Menüs sind schon im Ofen, freut sich Chefkoch Max Herzog. Aber Achtung, bei 150 Grad nur 15 Minuten, sonst geht vegan über den Jordan. Einzige Ausnahme, die Aubergine. Ja, dadurch, dass es eine miese Aubergine ist, die ja schon geschmort ist, kann da jetzt wenig passieren. Die Struktur ist schon zerstört. Es kann nur noch weicher werden, ja. Bei einer Aubergine ist es aber jetzt nicht so riskant wie jetzt bei einer Zucchini oder bei einem Brokkoli. Ne?
Also von daher ist es ein dankbares Gericht, wo jetzt auch eine Minute oder 5 mehr verzeihen würde. So, hier sind die Öfen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mach's auf. Ey, aber es riecht wirklich lecker. Riecht das sonst so lecker? Nee. Versprochen oder lügst du mich an? Ich verspreche es dir. Auch Fleisch- und Fischgerichte von Lukas Jacobi servieren sie. Ente mit Rotkraut und Halbut mit Spargel. Doch heute im Fokus vegan mit Elan. Lass es uns probieren. Und wie schmeckt's hier oben? Oh, lecker. Im Kontrast, kalt zu warm, sehr gut. Hier im Warmen haben wir wieder die Schärfe, die prägnante Schärfe. Hier haben wir wieder so ein bisschen das orientalische Süße. Die Bräunung von der Aubergine ist was wir aufnehmen, weil die ist für uns beide einfach ein bisschen zu blass. Das hat aber auch so einen ästhetischen Hintergrund. Woher kommt das, dass die so blass ist? Entweder, wie Lukas schon gesagt hat, ist der Misolack zu wenig. Das heißt, das Karamellisieren von diesem Misolack findet nicht statt oder zu wenig statt, weil zu wenig Marinade drauf ist. Oder der Röstprozess ist einfach bei einer zu geringen Temperatur stattgefunden. Das ist ein operatives Thema, was ich mitnehme, wo wir einfach dann, ich sage mal, morgen zum nächsten Flug ein verbessertes Produkt haben werden. Und hat Max gut nachgekocht? Ja, doch. Also der Ansatz der Zusammenarbeit war ja, Max sagt mir, was möglich ist und dann gucke ich, was wir machen können. Weil ich es halt immer schwierig finde, wenn jemand anders was für mich runterbrechen soll. Weil am Ende sieht man ja, was wir für Möglichkeiten haben und das ist nicht ansatzweise auf dem Niveau wie im Restaurant, weil es einfach nicht möglich ist umzusetzen. Pinienkerne sind gut, haben wir gekriegt. Und das passt, das ist super lecker. Von 30 Passagieren in der Business Class haben fast alle das vegane Menü bestellt. So, einmal Ihr Menü. Bitte schön. Sie haben einmal die Miso-Aubergine, die ist warm. Dann haben Sie einmal den orientalischen Spinat mit der Salz-Zitronenjoghurt und einmal den Bratapfel als Dessert. Guten Appetit. Und wer es lieber scharf mag, auch dem kann geholfen werden. Grünes Thai-Gemüse-Curry Spicy. Gut. Was sagen die Gäste zum veganen Essen an Bord? Tatsächlich bin ich da eher vorsichtig, aber das heute fand ich echt gut. Leere Teller. Läuft gut, muss ich sagen. Nach langen Gesprächen über Gewürzmengen und Budget, nach Testkochen und Testessen sind beide Köche happy mit der Premiere über dem Atlantik. Noch eine Stunde bis Orlando. Landen kann dort ziemlich spannend sein, sagt First Officer Jonas Makoso Tati. In Orlando, wenn wir dort anfliegen, da hat man ab und zu das Glück, dass wir dann auch relativ nah an Cape Canaveral vorbeifliegen. Und mit viel Glück kann es sein, dass man ausgerechnet dann dort vorbeifliegt. Wenn ein Raketenstart stattfindet, dann wird man natürlich vorher rechtzeitig vom Fluglotsen darüber informiert werden, dass wir auch ein Routing bekommen, was deutlich an dem Gebiet des Raketenstarts vorbeiführt. Christian Splitter gelingen diese Aufnahmen. Ah, oh ja. Am 30. März 2024. Alter! Der Start einer Falcon 9 Rakete vom Kennedy Space Center. An Bord ein Kommunikationssatellit. Das ist jetzt für unseren Flug heute nicht vorhergesagt. Dementsprechend ist es ein ganz normaler, ruhiger Flug für uns und auch für euch. Liebe Gäste, wir haben bereits mit unserem Landeanflug auf den Flughafen von Orlando begonnen. Bitte kehren Sie zu Ihrem Sitzplatz zurück, verstauen Sie Ihr Handgepäck sowie Laptops und andere schwere elektronische Geräte und schließen Sie Ihren Sicherheitsgurt. Nach deutscher Zeit ist Mitternacht. In Orlando früher Abend. Wir gehen nicht ins Bett, ne? Gehen nicht ins Bett. Wir stoßen mal an und versuchen uns der Zeitzone hier anzupassen, würde ich sagen. Sie bleiben noch 2 Tage in Florida. Approaching 3, 6, left. 50, 40, 30, 20, retard, 5. Spoilers. Die Crew wird morgen wieder zurückfliegen nach Frankfurt. Sure, Bravo 12, JetBlue 1527. Cabin crew, all doors in park.